Er ist immer auf Achse. Malermeister Willi braucht sich über mangelnde Aufträge nicht zu beschweren. Ein Termin jagt den nächsten. Ein treuer Gefährte an seiner Seite ist sein Handwerkerbus. Doch Willi hat ein Problem. Was für ein Chaos. Die Maschinen fliegen durch die Gegend, Farbroller rollen durchs Auto während der Fahrt. Farbeimer sind mir schon umgefallen. Ich brauche irgendeine Lösung, irgendwas, das Hand und Fuß hat. So geht es nicht weiter. Einsatz für Designerin Helen, Allrounderin Marie und natürlich meine Wenigkeit. Hallo! Grüße euch! Alles klar? Oh ja, bei dir auch. Nein. Oh. Jetzt guckt euch das mal an. Oh ja, ein bisschen Unordnung. Ich habe schon alles probiert mit Holzelementen, aber es hat nicht so richtig funktioniert. Also geht nicht, gibt's nicht? Wir finden auf jeden Fall eine Lösung. Gib uns einen Tag, dann ist es kein Problem. Einen Tag? Ja, hallo, wir sind ein Dreamteam. Sensationell. Und bis wir fertig sind, muss Willi aufs Rad umsteigen. danke fürs Fahrrad. Ja, gerne. Als erstes wird alles ausgeräumt und sauber gemacht. Dann nehmen wir den Bus genauer unter die Lupe. Die Herausforderung: in dem Fahrzeug gibt es weder Befestigungsmöglichkeiten noch rechte Winkel. Kreativität ist gefragt. Aber wir haben dann natürlich schon eine Idee. Um jede Menge Stauraum zu schaffen, setzen wir auf das Combitex-System Coaxis. Denn das kann man individuell an die Maße des Busses anpassen. Und es ist super stabil, dann kann Willi auch ruhig einmal eine Vollbremsung hinlegen. Alle Materialien, die wir benötigen, gibt es im Fachhandel und in gut sortierten Baumärkten. Jetzt muss der Innenraum des Busses genau vermessen werden. Um eine einheitliche Oberfläche zu bekommen, wollen wir eine Wand des Busses mit Sperrholz verkleiden. Marie sägt die Sperrholzplatte auf die richtige Größe und plant Aussparungen beispielsweise für den Radkasten direkt mit ein. Die Sperrholzplatte verschrauben wir mit den Querstreben im Inneren des Busses. Als Abschluss am Fuß dient eine Winkelleiste aus dem Combitex-Sortiment. Und Hami überprüft, ob auch alles sitzt. Jetzt geht's ans Regal. Als Rückenstützen verwenden wir diese Quadrat-U-Profile mit 2 Schenkeln aus dem Combitex-System. So ist unser Regal später ganz stabil verankert und die müssen wir jetzt nur noch auf die richtige Länge schneiden. Dafür verwenden wir eine Kappsäge mit Aluminiumsägeblatt. Auf der Höhe der geplanten Regalböden bohren wir jeweils ein Loch für die Querstreben des Regals. Kleiner Tipp, damit die Coaxis-Profile am Ende genau drauf passen, nehme ich schon mal ein kleines Stück als Maß vorher. Um das Regal genau in Waage auszurichten, schrauben wir die Stützen zunächst provisorisch an. Für die restlichen Streben verwenden wir die Coaxis-Profile. Aber die müssen erst einmal an den richtigen Winkel angepasst werden, da die Wand des Busses nicht ganz gerade ist. Dann müssen die Profile im entsprechenden Winkel zugesägt werden. Wieder kommt unsere Kappsäge zum Einsatz. Bei der lässt sich der Winkel des Sägeblatts exakt einstellen. Um die Querstreben mit dem Quadrat-U-Profil zu verbinden, verpassen wir ihnen Gewinde. Damit sich nichts verkantet, verwenden wir hier einen Handgewindeschneider. Da ist etwas Muskelpower gefragt, aber Marie kriegt's hin. Anschließend werden die beiden Profile mit einer langen Schraube untereinander verbunden. Gut festziehen, damit es hält. Die Querstreben versehen wir jetzt mit den passenden Anschlagprofilen. Die passen genau in die Nutkammer.
Auf die waagerechten Profile kommen später unsere Regalböden. Und die senkrechten sind dafür da, dass auch nichts verrutscht. Super! Zwischen die Coaxis-Profile kommen diese Verbindungskappen aus Kunststoff. Die sind nicht nur dekorativ, sondern schützen die Profile auch vor Kratzern untereinander. Kurzer Zwischenstand, unser Regal nimmt Form an. Aber noch fehlt die gesamte Front. Um diese anzubringen, dienen uns die praktischen Verbindungswinkel. Diese ermöglichen eine stufenlose und sehr stabile Profilverbindung. Und wir brauchen nicht einmal mehr bohren. Zusammenstecken, festziehen und fertig. Mithilfe der Befestigungsplatten von Alpha werden die Säulenprofile nun mit gewindeschneidenden Schrauben am Boden verankert. Und jetzt kommen diese Abdeckleisten zum Einsatz. Ich habe hier schon mal welche vorgeschnitten. Die hier müssen wir noch schneiden und damit verblenden wir jetzt die Nuten des Regals. Gut, dann fangen wir mal an. Die passenden Abdeckleisten in die Nut drücken und fertig. Einfacher geht's kaum. Die senkrechten Anschlagprofile versehen wir mit Löchern, denn zwischen die Regalbretter kommen Rundlochbleche, damit während der Fahrt auch nichts verrutscht. Die werden einfach mit einer Nietenzange auf die Anschlagprofile genietet. Das sind übrigens unsere Einlegeböden. Die haben wir uns im Baumarkt auf die richtige Größe zuschneiden lassen. Diese werden einfach lose auf die waagerechten Anschlagprofile draufgelegt. Und für die Löcher in den Rundlochblechen haben wir auch noch eine Idee. Man kann nie genug Haken und Bügel in so einem Bus haben. Die Bügel von Alpha sind übrigens perfekt als Halter für Klebebandrollen geeignet. Da das für Willis Ausrüstung noch lange nicht reicht, befestigen wir zusätzlich ein breites Coaxis-Profil auf der gegenüberliegenden Seite. Von Alpha gibt es jede Menge Haken, besonders praktisch für einen Handwerkerbus, der X-Star Gerätehalter. Und der hat dank seiner Rückholfeder alles fest im Griff. Der Handwerkerbus ist fertig. Wir haben fast alles verbaut, es ist eigentlich nur noch das hier übrig. Aber viel zu schade zum Wegschmeißen. Ich glaube, ich hätte da eine Idee. Was das wohl ist? Erstmal wird eingeräumt. Aus alten Spanplatten haben wir noch 2 einfache Schubladen gebaut. In denen verstauen wir die losen Sachen. Die Größe der Regalfächer haben wir individuell auf Willis Werkzeug abgestimmt. Und was wurde aus unseren Aluminiumresten? Aus diesen Reststücken haben wir eine kleine Erinnerung für Willi gezaubert. Sehr schön. Super geworden. Hallo! Wir sind fertig! Ehrlich? Ja, natürlich. Kannst du nicht glauben, ne? Muss ich sehen. Zeig. Ja, sofort, komm! Und 1, 2, 3. Wow. Genial. Klasse. Ein Handwerkertraum ist wahr geworden. Aber das Beste ist das Bild da oben. Das ist der Knaller. Super. Dankeschön. Dankeschön. Ja, gerne. Klasse. Und alles an einem Tag. Super. Klasse. Sensationell. Vorbei sind die Chaoszeiten. Endlich hat alles seinen Platz. Sogar unsere Hami ist begeistert. Das hochwertige Material sorgt für Stabilität. Ein raffiniertes Ordnungssystem mit jeder Menge Stauraum, Aluminiumelemente individuell kombiniert und perfekt aufeinander abgestimmt, damit auch in scharfen Kurven alles an seinem Platz bleibt. Hammer. Da passt er wieder gemacht. Passt alles wunderbar rein. Sie sehen, das Ordnungs- und Aufräumsortiment von Alpha schafft jede Menge Stauraum, selbst an den ungewöhnlichsten Orten. Und damit verabschieden wir uns von Ihnen und natürlich von Willi. Tschüss, Willi. Tschüss. Macht's gut. Vielen Dank. Ciao.